Der 29. Verhandlungstag heute. Kurz zur Auffrischung. Rainer Füllmich wird Untreue vorgeworfen. Was hat sich hier vor Gericht bis jetzt als erwiesen ergeben? Erstens, die Staatsanwaltschaft ist weisungsgebunden geschenkt, das weiß ja eh schon jeder. Also erstens, die Rückzahlungsbereitschaft seitens des Gerichts wird nicht mehr in Frage gestellt. Zweitens, das Geld der Hausveräußerung liegt auf dem Konto von Marcel Templin. Und da sind wir auch schon bei drittens. Marcel Templin wurde bis dato strafrechtlich nicht belangt. Viertens, gesellschaftsrechtliche Fragen wurden bis dato nicht diskutiert. Fünftens, Viviane Fischer hat das Geld aus dem Darlehen auch verbraucht. Sechstens, der Staat lacht sich ins Fäustchen, wenn sich zwei streiten. Liebe Aufklärungsbewegung. Siebtens, die Mutter von Rainer Füllmich ist verstorben vor ein paar Tagen. Doch dafür ist sie jetzt auch mit im Team, wie Rainer Füllmich heute gesagt hat. Es stellt sich also die Frage, was bleibt von den Vorwürfen noch übrig? Sie sind ja Prozessbeobachterin. Darf ich fragen, was wird eigentlich Rainer Füllmich noch vorgeworfen? Das ist eine sehr gute Frage. Die hatte Rainer Füllmich selber ja letztens auch gestellt, wurde ihm ja nicht beantwortet. Sie waren ja vom Betrug, Untreue, was weiß ich. Wer weiß, was nächste Woche ist. Ich würde mich da nicht festlegen wollen. Herr Rechtsanwalt Simund, was legen Sie und Ihre Kollegen heute vor? Naja, wir haben ja einmal die 4 Statements von Herrn Füllmich, die wir heute sicherlich das eine oder andere Mal zur Sprache bringen werden. Insbesondere die Tatsache, dass er hier vor Gericht steht nach einer staatlich organisierten, vom Verfassungsschutz durchgeführten Entführung. Das muss man mal klar in einem Rechtsstaat zur Sprache bringen wieder, damit das nicht vergessen wird am 29. Verhandlungstag. Und ansonsten gibt es sicherlich auch noch das eine oder andere zu den Zeugenaussagen zu sagen. Insbesondere die Tatsache, dass Herr Künnemann der Meinung war, er müsse Teile seiner Aussage ein wenig korrigieren. Mal sehen, was wir davon halten heute. Heute wird ja auch der Zeuge Roger Bittel vernommen. Was erwarten Sie sich von seiner Aussage? Ja, also von seiner Aussage erwarte ich, dass er bestätigt, dass es erstens mal nur um den Darlehensverträge ging. Das ist auch nach meiner Auffassung so, nachdem ich die Akte jetzt gelesen habe. Und insbesondere auch, dass er bestätigt, dass eine Sicherung dieser Forderung durch das Grundstück erfolgen sollte, das nach meinem Kenntnisstand bisher zu dem damaligen Zeitpunkt unbelastet war. Das wird sich sicherlich durch die Aussage von Herrn Bittel bestätigen lassen. Frau Dr. Christides, haben Sie eigentlich irgendeine Reaktion auf Ihr forensisches Gutachten bekommen? Ja, ich habe inzwischen ein Schreiben bekommen vom Justizministerium, das geprüft wird. Dass aber der Antrag auf Freilassung von Dr. Füllmich ans Landgericht gerichtet werden soll. Das habe ich also gemacht. Ich habe das vorgestern. Also Sie haben auch noch einen neuen Antrag gestellt. Neben dem forensischen Gutachten, neben dem Gesuch an das Justizministerium haben Sie jetzt noch einen Antrag auf Freilassung gestellt? Genau, ich habe noch einen Antrag auf Freilassung gestellt, dass wir uns verbürgen, mein Mann und ich, dass wir ihn regelmäßig zu den Verhandlungen bringen, dass wir gerne mit ihm zur Beerdigung seiner Mutter ihn begleiten würden, damit er nicht in Handschellen und Fußfesseln dorthin muss und nicht mit Bewachungspersonal, sondern dass er mit uns dorthin gehen kann. Das haben wir gemacht und diesem Gesuch haben sich unglaublich viele Menschen angeschlossen. Ich habe dann gestern die Mitteilung bekommen von Dritten, dass das Fax vom Landgericht Göttingen irgendwann abgestellt wurde, weil wahrscheinlich zu viele Gesuche ankamen. Und dann wurden ich habe hier ungefähr 20 Anschlussgesuche von Menschen, wurde es mir geschickt, damit ich es dem Gericht weitergebe. Und das sind sicherlich noch nicht alle, es werden noch weitere kommen, die ich dann an Frau Wörmer weiterrichten werde. Geht einem Gnadengesuch eigentlich nicht ein Urteil voraus? Nicht unbedingt. Also wenn man schon sieht, dass jemand in Haft ist, kann man natürlich auf Befreiung plädieren. Also das geht. Also wenn jemand nicht in Haft ist, ist es schwierig, aber sonst kann man das natürlich tun. Ich habe das auch schon öfter getan. Und in Bayern war es tatsächlich so, dass eine Frau dann nicht ins Gefängnis musste, die allerdings schon vorher rechtskräftig verurteilt wurde. Das wurde vom Oberlandesgericht München dann zurückverwiesen ans Landgericht Würzburg. Und es gab dann ein neues Urteil, dass eine Bewährung ausgesprochen wurde. Darf ich Sie kurz für eine Frage? Live, aber ja, ganz kurz. Sie waren heute als Zeuge geladen. Ja. Könnten Sie Ihre Aussagen vielleicht kurz zusammenfassen? Was haben Sie denn heute ausgesagt? Ja, es ging vor allem darum, dass Rainer Füllmich jederzeit das Darlehen zurückzahlen konnte und auch wollte. Das hat er auch in meiner Sendung am 21. Juni bestätigt.
Und ja, wir haben uns vorher und nach der Sendung auch unterhalten und hat mir das immer bestätigt. Also für mich persönlich, weil ich natürlich so viele Sendungen mit ihm schon gemacht habe, auch bei ICIC, war es für mich ja, fast schon unverständlich, wieso dass so etwas im Raum steht, dass er das nicht zurückzahlen möchte. Ja. Vielen Dank. Gerne. Ein paar Reaktionen zur Verhandlung? Ja, die Stimmung auch in der Kammer scheint recht entspannt zu sein. Wir haben eine schöne mündliche Verhandlung mal wieder. Die Aussage von Roger Bittel war sehr aufschlussreich, wie ich fand. Eben, wer hat überhaupt aufgebracht, dass er nicht zurückzahlen will? Meines Wissens, alles, was ich weiß, die erste, die das sagte, war Viviane Fischer gegenüber Antonia Fischer und Justus Hoffmann. Sie hat damals, das wurde in einem Prozesstag schon mal erwähnt, sie ist mit den Worten auf den Zug gegangen, wie gut kennt ihr eigentlich Rainer, und hat denen erzählt, der CA ist pleite wegen Rainer. Ja, und da hatte sie die Million schon, das muss man wissen, ne? Sie hatte das Gold. Das war eben gut auf den Punkt gebracht. Ja. Vielen Dank. Gerne. Was sagen die Verteidiger zum Verlauf der Verhandlung heute? Na gut, heute hatten wir den präsenten Zeugen Roger Bittel geladen, der ja, wie bekannt ist, mit Rainer Füllmich schon lange vor den Streitigkeiten damals im August 22 schon immer die Zusammenfassung für die Ausschusssitzung am Freitag in verkürzter Form nochmal aufgenommen hat, jeden Sonntag, der halt auch mit Rainer Füllmich eigentlich mehr oder weniger befreundet ist. Die beiden kennen sich halt jahrelang und sie haben nach den Streitigkeiten im Ausschuss damals und dem Ausschluss von Rainer Füllmich am 2.9.22 hat Rainer Füllmich von dem Zeitpunkt an immer mit Roger Bittel im Endeffekt weiterhin Zusammenfassungen gemacht und auch regelmäßige Sendungen, auch Sendungen zu den Konflikten im Ausschuss, weil er ist ja damals vor laufender Kamera quasi von Viviane Fischer und Wolfgang Wodak ausgeschlossen worden. Es gab dann auch noch mal Mitte oder Ende September eine Sendung, wo sie zu fünft mit den Anzeigenerstattern und dem Herrn Ziebes, Robert Ziebes, zusammen gesprochen haben über den Ausschluss von Rainer Füllmich und über die von ihnen mutgemaßten Hintergründe. Sie haben aber Rainer Füllmich nie die Gelegenheit gegeben, sich öffentlich vor der Kamera in dem eigenen Format zu den Vorwürfen zu äußern oder überhaupt zu seiner Sichtweise, was damals im Corona-Ausschuss passiert ist und wie man sich da auseinandergesetzt hatte in den vorangegangenen Mediationsgesprächen. Und Rainer Füllmich hatte nur die Möglichkeit, damals bei Bittel TV, bei Roger Bittel, seine Sichtweise darzustellen und auch quasi nochmal zu betonen, dass er das Geld zurückzahlen wird aus dem Verkauf seines Hauses, dass er von Darlehensverträgen ausgegangen ist, dass er sein Darlehen, was er vom Corona-Ausschuss genommen hatte, in seiner Immobilie hier in Göttingen abgesichert hatte und dass er es aus dem Verkauf der Immobilie zurückführen wird. Diese ganzen Dinge und halt auch noch andere Hintergründe zu den Streitigkeiten konnte er nur in dem Format bei Roger Bittel äußern oder in weiteren Interviews mit Dritten, aber nicht mehr in seinem eigenen Format, nicht mehr mit Viviane Fischer zusammen. Sie hat dann im Nachgang einige so Statements gemacht, das waren keine Interviews, sondern so Statements, die sie immer wieder rausgegeben hat als Video. Aber sie hat Rainer Füllmich selbst überhaupt keine Möglichkeit mehr gegeben, sich in irgendeiner Hinsicht zu diesen Dingen zu äußern. Vielen Dank, Frau Würmer. Herr Simon, wie sind denn die Äußerungen des Richters, wonach die Rückzahlungsbereitschaft als erwiesen gilt und die Äußerungen auch nicht zur Sache tun, zu werten? Ja, also die Rückzahlungsbereitschaft spielt für das Gericht eigentlich gar keine große Rolle. Ihnen geht es darum, dass hier ein Tatbestand begründet werden soll, der sich in Bezug auf die Veruntreuung von Vermögen bezieht. Das setzt voraus, dass es erstmal ein Treuhandverhältnis überhaupt gibt. Und der entscheidende Gesichtspunkt, den habe ich heute versucht, noch mal ein wenig in den Vordergrund zu rücken, ist ja, dass das Gericht immer meint, es wäre eine Liquiditätsreserve und ein Wertspeicher gewesen. Und da habe ich heute noch mal einen kleinen Chat ausgegraben, der zwischen Viviane Fischer und Rainer Füllmich gelaufen ist. Und ich kann das jetzt nicht wörtlich zitieren, aber es war ungefähr so. Rainer Füllmich fragt, und was ist mit deinem Geld? Ist es schon weg? Daraufhin sagt sie, ja. Das heißt also, sie selber ist auch davon ausgegangen, dass man das Geld verbrauchen kann. Das heißt also mit anderen Worten, jede Behauptung ihrerseits, dass es sich hier um eine Liquiditätsreserve oder einen Geldspeicher gehandelt habe, ist, ich will mal ganz vorsichtig formulieren, entspricht nicht ganz dem, was sie in diesem Chat gesagt hat. So. Und die Tatsache, dass sie das Geld verbraucht hat, zeigt ja auch, dass sie nicht an einen Wertspeicher geglaubt hat und auch keine Liquiditätsreserve vorgehalten hat auf ihrer Seite. Warum sie das dann von Rainer Füllmich erwartet hat oder meint, das erwarten zu können, möchte ich gerne mal wissen, denn dazu gehört ja immer noch eine Vereinbarung zwischen zwei Parteien.
Bei der Darlehensvergabe waren sie sich alle einig. Da steht nichts von Verwendungszweck drin. Da steht nur drin, ich gebe dir ein Darlehen. Und was du damit machst, steht dann in deinem Belieben und nicht im Belieben eines Dritten. Und deswegen war es wichtig, diesen Aspekt nochmal hervorzuheben. Der ist ja schon hervorgehoben worden, schon längst vorgetragen. Aber das Gericht ignoriert das alles und sagt, auf die Aussagen und auf die Statements von Frau Viviane Fischer kommt es überhaupt nicht an. Doch da kommt es erheblich darauf an, weil man ja wissen muss, was zwischen diesen beiden Parteien vereinbart war. So, denn das Gericht weiß ja bis heute noch nicht, zumindest lässt mich das die Staatsanwaltschaft erahnen, dass es eine GUG-Vorgesellschaft, Vorschalt-GUG in Gründung gar nicht mehr gab, nachdem der eigentliche Zweck, nämlich die Gemeinnützigkeit zu erreichen, nicht mehr möglich war. So, in dem Moment bricht diese Gesellschaft in sich zusammen und es gibt nur noch eine GbR. Und was dann Regelung der GbR ist, das obliegt den Gesellschaftern, die entscheiden das. Wie das im Einzelnen dann auszusehen hat, das kann ich gern noch mal irgendwann gutachterlich vortragen. Das Gericht lässt aber Rechtsfragen in dem Bereich überhaupt nicht zu. Und die Tatsache, dass das Gericht genau in dem Bereich mauert, zeigt mir, dass da des Pudels Kern liegt, wie wir schon häufiger gesagt haben. Darf ich noch kurz was ergänzend sagen zu den Ausführungen von meinem Kollegen? Weil es tatsächlich so ist, also einfach, weil genau, du hast ja schon gesagt, dass wir da schon immer darauf hingewiesen haben, genau, früher im Prozess. Ich wollte einfach nur noch mal erklärend sagen, dass das besonders perfide an der Sache ist. Den Chat, den der Kollege Simond heute vorgetragen hat, das ist der Chat, der sich auch hier in der Selbstlesemappe befindet, der in das Verfahren eingeführt wurde offiziell, der auch in der Verhandlung besprochen wurde. Wir haben damals noch im anderen Saal gesessen, da ist er an die Wand geworfen worden und der Vorsitzende hat den Angeklagten und die Zeugen, auch die Zeugin Viviane Fischer, zu dem Inhalt dieses Chats befragt und der wird jetzt immer vom Gericht herangezogen, auch in den rechtlichen Hinweisen vom 3.5. dafür, dass die Darlehensverträge keine Darlehensverträge seien, sondern nur Scheingeschäfte, dass man in Wirklichkeit eine Treuhandabrede gemacht hätte über Liquiditätsreserven. Da sieht man also, wie unsinnig das ist, weil Viviane Fischer sagt genau an dieser einen Stelle, ich habe es verbraucht im Juli 22 und schon als sie über die Darlehensverträge geredet haben, geplant haben, dass sie sich gegenseitig Darlehensverträge geben würden, hat Viviane Fischer damals in dem Chat, der auch immer herangezogen wird, in Kombination mit dem aus Juli 22, hat sie gesagt, sie müsste davon eigene Schulden zurückzahlen, private gegenüber ihrem Ehemann und ihre Krankenkasse etc. Es war also von Anfang an klar, dass sie das Darlehen selbstverständlich privat verbrauchen wird, wie sie es dann auch getan hat. Darf ich vielleicht noch einen kleinen Hinweis zu geben? In dem Chat, von dem wir gerade sprachen, aus Juli 22, steht auch noch was ganz Interessantes, wie sie das Geld zurückführen möchte. Da das Geld ja verbraucht ist und sie selbst nicht über Geld verfügt, hat sie geschrieben, das zahle ich dann aus den Erträgen meines Buchverkaufs. Das heißt, der Zeitraum und der Zeitrahmen, in dem dann eine Rückführung des an sie ausgezahlten Darlehens möglich gewesen wäre, war überhaupt nicht bestimmbar. Das bedeutet auch für mich, dass selbst die zeitlichen Befristungen für die Begebung des Darlehens in den Verträgen, die gemacht worden sind, nicht mal verbindlich waren, sondern von den Gesellschaften sozusagen als unverbindlicher Empfehlung für einen Zurückzahlungszeitraum genannt worden sind. Und das ist ein wichtiger Aspekt, denn das heißt auch, dass ich keine Liquiditätsreserve habe, die ich innerhalb von 24 Stunden zurückzahlen muss, sondern dass ich, so wie es Rainer Füllmich gemacht hat, Zeit habe, aus einem Grundstück heraus einen Kaufpreis zu erzielen und den dann zurückzuführen. So, das heißt also auch die Eilbedürftigkeit, nämlich uns fehlt die Liquidität, ist ein rein vorgeschobenes Argument, auch aus noch einem ganz anderen Grund. Es gab immer noch 1 Million Euro in Gold, die man sofort hätte verflüssigen können, wenn es notwendig gewesen wäre. Es gab also gar keine Notwendigkeit, die Rückzahlung des Darlehens an Rainer Füllmich in irgendeiner Weise zu priorisieren. Ja, also das heißt, für mich ist es vollkommen offensichtlich, dass hier versucht wird, über wirkliche Konstruktionen und Umkehrungen in den Chatverläufen eine Strafbarkeit zu generieren, die ich nicht mal ansatzweise sehe. Ja, für mich gehört das ganze Ding von Zivilgerichten, das war's. Wenn überhaupt. Wenn überhaupt. Herr Pohl, darf ich ganz kurz eine Frage stellen? Nur ganz kurz. Sie haben vorsorglich der Verwertung der Äußerung von Frank Rosenbach widersprochen zu Viviane Fischer. Können Sie erklären, warum? Ja, einfach nur, weil es außerhalb des normalen Strengbeweisverfahrens gemacht wurde. Wenn, dann kann er natürlich einen Beweisantrag stellen. Das ist ihm ungenommen. Und die Kammer hat zwar darauf hingewiesen, dass es so nicht möglich ist, dass es so unzulässig ist. Deswegen habe ich das rein vorsorglich einfach mal erklärt, weil ich nicht möchte, dass das so
irgendwie Einzug hält. Vielen Dank. Herr Großenbach, Sie haben heute rechtliche Ausführungen gemacht zu einer Äußerung von Viviane Fischer, die sie im Internet getätigt hat, also eine Richtigstellung, wie sie formuliert. Der Richter hat sie darin irgendwie unterbrochen mit der Begründung, dass das erstmal besprochen werden muss, weil rechtliche Ausführungen hier prozessfremd sind und nicht Gegenstand dieser Ausführung sind. Ich frage Sie jetzt einfach mal, verteidigen Sie mittlerweile Viviane Fischer? Nein, das hat mit Verteidigung von Viviane Fischer gar nichts zu tun. Den Eindruck hat ja die Verteidigung gerade bekommen und auch kundgetan, problematisiert im Gerichtsverfahren. Ja, die können das ja machen, die können das ja mutmaßen, sonst was. Das spielt ja keine Rolle. Es geht ja eigentlich darum, nachzuweisen. Genau, wo drückt der Schuh bei Ihnen? Nein, es waren ja auch keine rechtlichen Ausführungen, es waren ja tatsächliche Ausführungen. Es sollte ja quasi durch die Einführung dieser Zusammenfassung, sollte sozusagen die Aussage von dem Zeugen Ivan Künnemann, sollte ja ergänzt werden um die Tatsachenvortrag der Zeugin Viviane Fischer, weil die das ja aus erster Hand natürlich ganz genau weiß, was da abgelaufen ist. Und deswegen habe ich gedacht, naja, wenn sie das da formuliert hat, kann man das hier einführen, aber das Gericht hat dann formal gesagt, dann müsste ein Beweisantrag gestellt werden, um das dann nicht im Freibeweisverfahren, das ist ja Freibeweis, wenn man es einfach vorliest, sondern müsste man eben die Zeugin anhören, um zu erfahren, ob das, was als Beweisantrag dann gestellt wird, ob das dann auch wirklich durch sie bestätigt wird. Wird wahrscheinlich bestätigt werden, weil sie es ja selber gesagt hat, aber das wäre der Weg, den sich das Gericht vorstellt. Ja, und das hat sich ja schon, Entschuldigung, wenn ich es mal sage, aber es hat sich ja schon angehört wie eine Verteidigung von Viviane Fischer. Und ich hatte ja damals schon gesagt, leider ist es nicht mit reingeschnitten worden. Also man hat den Eindruck, wenn Sie vortragen, dass das eine Verteidigung für Viviane Fischer ist und dass das mit den Spendern gar nichts zu tun hat. Und dieser Eindruck ist inzwischen, ich habe gerade mit einigen Leuten gesprochen, den haben die alle. Und das ist schon, Sie haben ja Viviane Fischer vorher vertreten, das war ja so. Und sie ist ja dann als Adhäsionsklägerin abgelehnt worden vom Gericht. Und ja, da kommt natürlich die Vermutung auf, dass jetzt neue Adhäsionskläger gesucht wurden, nämlich Spender, damit es hier weitergehen kann und Viviane Fischer immer wieder gut zum Zuge kommt. Und das ist schon schwierig. Also gut zum Zuge kommt hier immer der Angeklagte, der ständig plaudern darf. Der darf ja dauernd alles Mögliche erzählen. Ne? Ja, ihm wurde sehr lange kein Gehör geschenkt. Also das ist ihm vielleicht schon gestattet, dass er jetzt natürlich das Wort ergreift in einem Prozess, wo man sich fragt, was ist eigentlich der Tatvorwurf in meinen Augen. Das Gericht hat ja heute selber gesagt, es ist bewiesen, die Rückzahlungsbereitschaft ist schon als bewiesen angenommen worden. Die Äußerungen tun auch nicht mal großartig zur Sache. Sie haben heute noch mal von Scheinverträgen gesprochen, obwohl eigentlich die Zeugen von Darlehenverträgen gesprochen haben, die ja eigentlich eine Rückzahlungspflicht zur Folge haben. Deswegen frage ich mich, wo sehen Sie da noch... Haben Sie wirklich den Eindruck, dass Rainer Füllmich mit der Immobilie als Wertspeicher sich selber bereichern möchte? Also der Wertspeicher war spätestens 2022 im Frühjahr, war der nichts mehr wert, weil der Templin hatte die Grundschuld sozusagen abgetreten bekommen von der Bank. Das heißt, der sogenannte Wertspeicher war wertlos geworden. Und das war ja auch das Problem, weil da nämlich der Templin zugeschlagen hat und hat gesagt, ich habe die Abtretungsurkunde, lege ich dem Notar vor und dann bekomme ich das Geld aus dem Hausverkauf. Und genauso ist es gelaufen. Das heißt, der Wertspeicher war wertlos, weil der Templin vorher dem Füllmich im Dezember 21 nämlich 600.000 € geliehen hatte. Damit hatte der Füllmich das Darlehen bei der Warburg Bank beglichen und dadurch war die Grundschuld frei. Und die freie Grundschuld ist dann dem Templin abgetreten worden, weil der ja schließlich auch der Geldgeber war. Entschuldigung, aber da geht daraus hervor, dass Sie die Akten nicht kennen. Es ist nicht so, dass er dem Herrn Templin ein Darlehen gegeben hat. Er hat dem Proforma eine Abtretung gegeben für den Fall, dass mehr Geld für die Class Action benötigt wird und Herr Füllmich das Geld abrufen kann. Und das hat er benutzt. Das stimmt nicht ganz. Also, es gibt zwei Darlehen, oder? Templin und Corona-Ausschuss. Ja. Und das hat das eine mit dem anderen nichts zu tun. Das eine ist die Class Action, richtig? Genau.
Und der Templin wurde beauftragt, weil der Rainer Füllmich keine Konto mehr bekommen hat und gesagt, hey, kannst du das für mich übernehmen, diese Gelder einzusammeln, weil ich habe kein Konto mehr. Und er war nur in Vertretung einer Interessengemeinschaft. Das war eine Proforma-Geschichte. Das bitte nicht so, das müssen wir schon ein bisschen zu unterscheiden. Aber die Frage ist doch immer, warum hat, wenn das so pro forma alles war, warum hat der Rainer Füllmich dann die Abtretung angewiesen, dass die Bank abtritt, die Grundschuld an den Templin? Dann hätte das doch niemals stattfinden müssen und können. Das versteht doch keiner. Wenn ich da kurz reingrätschen dürfte, hat Rainer Füllmich jetzt, wie Frank Rosenbach behauptet, an Marcel Templin die Grundschuld abgetreten? Es gab eine Abtretung, die war aber aus Februar 21 und Marcel Templin hatte bis zum 18.11.23 überhaupt keine Anstalten gemacht, diese Grundschuld eintragen zu lassen. Und es war so, dass im August 22, da das ja hier eine Grundschuld war, die das Darlehen gegenüber der Klägergemeinschaft Class Action absichern sollte, also Marcel Templin hatte nur in Vertretung gehandelt, im August 22 war es so gewesen, dass der ganz überwiegende Teil der Kläger aus dieser Klägergemeinschaft den Rechtsanwalt gewechselt hat und direkt die Kanzlei Rainer Füllmich beauftragt hat. Also es gab das Mandatsverhältnis zu Marcel Templin nicht mehr und er hatte insofern zu dem Zeitpunkt, als er die Grundschuld hat eintragen lassen, im schuldrechtlichen Sinne unserer Auffassung nach überhaupt keinen Anspruch mehr auf das Darlehen, das er ja nur in Vertretung für die Klägergemeinschaft ausgegeben hatte. Das Darlehen ist im Endeffekt direkt auf die Kanzlei Füllmich damit übergegangen, die das weiterhin in Vertretung für die Klägergemeinschaft hätte vorhalten müssen. Aber Marcel Templin hätte aus schuldrechtlicher Sicht zu dem Zeitpunkt unseres Erachtens nach nicht mehr ins Grundbuch gedurft. Er hat es trotzdem veranlasst. Diesen dahinterliegenden schuldrechtlichen Streit hätte man natürlich erst klären müssen. Die Notare halten sich immer nur an das dingliche Recht. Und wenn ich da ein dingliches Recht nachweisen kann, also eine Abtretungsurkunde in der Hand habe, kann ich ins Grundbuch eintragen lassen. Man hätte hier einen Widerspruch im Grundbuch eintragen lassen müssen seitens Rainer Füllmich. Aber ja, im Zweifel ist das so, dass man nicht immer die richtigen Rechtsmittel zur richtigen Zeit parat hat. Marcel Templin ist ja doch eine Reizfigur, wie wir immer feststellen, die für hitzige Debatten hier außerhalb des Gerichtsgebäudes sorgt. Daher meine Frage, die auch Rosenbach immer wieder stellt und darauf pocht, dass sie beantwortet wird: Warum wird Marcel Templin nicht vor Gericht vorgeladen? Wir werden ihn noch versuchen, eventuell im Selbstladeverfahren zu laden. Er ist in der Liste der Zeugen sowohl in der Anklageschrift als auch im Eröffnungsbeschluss des Landgerichtes genannt worden. Er sollte ursprünglich geladen werden. Die Kammer sagt aber jetzt mittlerweile, okay, wir gehen davon aus, dass damals über einen Betrag von 700.000 € ein rechtlicher Anspruch seitens des Herrn Templin nicht bestanden hat. Und deswegen müssen wir das nicht mehr klären und deswegen müssen wir ihn nicht mehr hören. Weil ihn dieser zweite Komplex mit dem Haus, alles was darum sich rankt, ist aus Sicht der Kammer nicht aufklärungsbedürftig. Meines Erachtens wäre das aufklärungsbedürftig, weil man ja auch hier bei Viviane Fischer meines Erachtens letztlich das Verfahren eingestellt hat, weil sie halt zurückgezahlt hat. Einfach aus dem Grund. Da gibt es ja auch noch einen anderen Aspekt, der vielleicht gar nicht so unwichtig ist. Man müsste sich mal die Frage stellen, warum Herr Templin so viele Monate gewartet hat, bis er dann zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt die Eintragung veranlasst hat. Gab es vielleicht jemanden, der ihn dazu, ich sage mal, veranlasst hat oder vielleicht sogar angestiftet hat? Gab es vielleicht jemanden, der ihn dafür bezahlt hat? Gab es einen Grund, warum er das gemacht hat, der jenseits der Sicherung von Forderungen steht, die ihm gar nicht mehr zustanden? So, und diese Fragen sollen nicht gestellt werden. Deswegen wird das Gericht unter allen Umständen vermeiden, dass Herr Templin hier aufläuft. Denn wie wir aus dem Dossier von unserem lieben Kollegen wissen, gab es dort sicherlich Bemühungen hinter dem Vorhang, bestimmte Dinge so zu arrangieren, dass man hier den Rainer Füllmich in ein besonders schlechtes Licht gerückt hat. Was ja auch unseren Verdacht nährt, dass es sich hier um einen rein politischen Prozess handelt. Und dieser Aspekt, der muss nochmal aufs Trapez gebracht werden. Und deswegen werde auch ich den Antrag von der Kollegin unterstützen, dass man den Templin hier nochmal hört, und zwar genau unter diesem Aspekt. Denn auch die Frage, die sich dann daran anschließt, wie wird das Gericht einen solchen Beweisantrag ablehnen, wird zeigen, wes Geistes Kind diese ganze Veranstaltung hier ist.